Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Hi-Fi Adventures. Wir haben heute einen Technics, ein riesen Ding, ein SUVX 800. Und der hat ein kleines Problem. Klick, klick. Er schaltet irgendwie Lautsprecher aus. Sieht fast so aus, als hätte es etwas mit dem Knopf da zu tun. Also, machen wir den mal auf. Nachdem ich mir das jetzt alles ein bisschen genauer angeschaut habe, ist mir noch etwas anderes Lustiges aufgefallen. Und zwar das da. Man sieht es nicht so gut, aber es ist ein Stück von der Printplatte dort gebrochen. Vermutlich ist da mal Kraft drauf gekommen. Und dadurch ist es gebrochen alles. Und es sind auch sehr viele Leiterbahnen abeinander. Aber grundsätzlich kann man das sicher beheben. Okay, das Ding ist soweit zerlegt. Jetzt sehen wir einerseits mal da noch den Schaden von der anderen Seite. Völlig abeinander gerissen. Wie auch immer das passiert ist, ich weiß es selber auch nicht. Und da ist der Lautsprecherwahlschalter. Da sehen wir, dass das ziemlich verbogen ist da. Und aus irgendeinem Grund fehlt da auch eine Schraube, die das dort festhalten. Ich denke, wenn da die Schraube drinnen ist, wird das nicht mehr passieren, dass das rausrutschen kann. Eigentlich wäre es so designt, dass man da eine Schraube rein macht, aber aus irgendeinem Grund fehlt die. Gut. Das ist wahrscheinlich jetzt gut repariert. Noch zur Kontrolle, jetzt habe ich Knopf da dran. Wunderbar. Ein kleines Problem haben wir behoben. Ein riesengroßes kommt jetzt noch. Wie bringen wir das wieder ganz? Sieht sehr schlecht aus. Man sieht hier, das ist Bogen. Das hat hier ziemlich viel Abstand, ein paar Millimeter. Ich denke, zuallererst müssen wir das wieder zurückbekommen, dass es aufeinander drauf liegt. Und dann könnte man vielleicht da drüber rein etwas draufschrauben, damit es wieder flach aufeinander draufgedrückt wird. Ich muss sicher das Bein hier lösen, das vielleicht auch, oder am besten gerade den ganzen Transistor und frisch anlöten, weil der zieht jetzt das auch noch auf. Das war mal Schritt 1. Jetzt habe ich die zwei Transistoren ausgelötet, links und rechts. Als nächstes nehme ich mal die Schrauben aus und versuche, um das Blech zurückzubiegen, so dass es wieder bündig oben ist. Und dann machen wir ein Blättchen oben drauf, das das Ganze wieder verstärkt. Das ist die Unterseite. Man sieht es gut, das ist sehr stark nach oben gebogen. Ich versuche das jetzt wieder flach zu bekommen, so dass auch oben der Print, der da drauf geschraubt ist, wieder flach wird. Ja, jetzt ein Blättchen gemacht.
Ist relativ dick und stabil, und dort schön reinpasst. Als nächstes mache ich Löcher drin, um es zu verschrauben. Es ist leider ein bisschen schwieriger, wenn ich gedacht habe, um das wieder sauber miteinander zu verschrauben. Wenn ich hier die Schraube setze, bin ich extrem nah an dieser Leiterbahn hier. Da muss ich eigentlich gar nicht, das hat die eine Seite genug gut. Also wahrscheinlich muss ich hier in diesem Bereich noch eine Schraube setzen. Allerdings, wenn wir das auf der anderen Seite anschauen, das ist dann ungefähr da, und da sind die Leiterbahnen. Aber weil die ja sowieso da schon aufgerissen sind, werde ich die wahrscheinlich hier trennen und dann hier über neu verbinden. Also kann ich hier in diesem Bereich gute Schrauben setzen. Das sieht, glaube ich, gar nicht so schlecht aus. Auf der anderen Seite, und jetzt mir jetzt die Leiterbahn ein Loch bohrt. Jetzt tue ich es mal verschrauben und dann fangen wir an, Leiterbahnen auftrennen und neu miteinander verbinden. So langsam sieht es recht gut aus. Das ist die andere Seite. Da ist jetzt die Schraube. Halten wir jetzt auf der Leiterbahn, aber eben da müssen wir sie trennen. Und ich muss jetzt wahrscheinlich auch mal da rundherum das alles trennen und dann neu verbinden. Nicht, dass da noch irgendetwas irgendwo gleich Kontakt macht. Dann haben wir nachher wieder eine saubere Sache. Haben wir das jetzt alles noch ein bisschen genauer angeschaut. Da ist der Riss. Ja, da geht er durch. Da weiter. Und dann da bis ganz hinten. Jetzt bin ich selber nicht ganz sicher, wie ich es am besten mache. Ich glaube, ich mache einen um den anderen. Wir fangen mal hier mit dem an. Drehen den hier auf beiden Seiten. Weil das hier, vielleicht leitet es noch, aber vielleicht auch nicht. Und wenn, dann nicht mehr lang. Und dann verbinden wir mal den hier als erstes wieder. Das ist meine erste neue Verbindung. Und ich habe auch schon hier weiter unten Leiterbahnen aufgetrennt. Ich tue das noch isolieren mit Nagellack. Und dann machen wir da weiter beim nächsten. Das ist Nummer 1. Ich habe es hier mit Nagellack noch isoliert, weil es recht nah hier an diesen Leiterbahnen ist. Und der nächste wäre der hier. Dann machen wir eine Verbindung von hier nach hier. Es hat sich jetzt angeboten, beide Leiterbahnen hier wieder zu machen. Also von hier nach hier und da geht weiter. Der nächste ist dann der hier. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Jetzt ist es hier wieder verbunden. Die zwei haben keine Verbindung darüber. Der hat auch keine Verbindung darüber. Also muss ich jetzt hier schauen, dass ich hier weiter das sauber auftrenne. Und das nächste, was wir dann verbinden, ist hier.
Mittlerweile sind alle Leiterbahnen aufgetrennt. Also da zwischen ihnen Strand, da Strand. Das ist sowieso gerade abgehakt. Und ich habe jetzt auch da getrennt, damit das da nicht irgendwelche Spannung drauf kann haben. Also die Leiterbahnen da zwischen ihnen, wo das drauf ist, die sind sicher spannungsfrei jetzt. Okay, dann verbinden wir als nächstes die zwei da. Jetzt kommt noch ein weiterer schwieriger Teil. Ich muss von da nach da und von da nach da. Und ich muss an dieser Schraube vorbeikommen, ohne dass die Kontakt machen zu dem. Das heisst, ich tue meinen Draht isolieren mit Schrumpfschlauch. Okay, ich glaube, ich habe jetzt alles wieder miteinander verbunden. Jetzt gehen wir auf die andere Seite und löten die Transistoren wieder an. Die Transistoren sind wieder angelötet. Ich habe alle 8 auch schnell durchkontrolliert, dass keiner Kurzschluss hat. Von dem her denke ich mal, sind alle okay. Das da fehlt natürlich noch. Ja, dann baue ich mal die Fronten da drauf. Und nachher ist die Stunde der Wahrheit. Jetzt wird es richtig interessant. Soweit ist alles wieder parat. Wir haben es hoffentlich repariert. Dann wir mal einschalten und hoffen, dass es nicht gerade klopft. Sieht gar nicht so schlecht aus. Das nächste, was ich jeweils überprüfen, ist, ob ich irgendwo auf den Lautsprecherausgang Gleichspannung habe. Das habe ich offensichtlich nicht. Wenn ich das hätte, wäre es ein Zeichen dafür, dass etwas an der Endstufe nicht gut wäre. Also gebe ich jetzt als nächstes mal ein Prüfsignal drauf und wir schauen, was hinten beim Verstärker wieder rauskommt von dem. Wir sehen jetzt hier den rechten Kanal. Jetzt muss ich hier ein bisschen rumspielen, um zu schauen, ob es irgendwann mal komische Sachen macht, wenn ich hier die Lautstärke erhöhe. Jetzt bin ich auf Maximum Lautstärke. Jetzt 20 Volt per Division, 20, 40. Ja, fast 50 Volt, nach oben und nach unten, fast 100 Volt Peak. Das ist ziemlich viel, he? Ja, wenn man sieht, da auch ein bisschen Lautstärkeregler ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so überall in perfektem Zustand. Das Zappeln, das ist das Kontaktproblem wahrscheinlich. Okay, schauen wir noch den linken Kanal. Das gleiche nochmal.
Das sieht ganz ordentlich aus. Ich würde fast sagen, das funktioniert. Bevor ich jetzt meine Lautsprecher anschliesse, habe ich noch etwas anderes Interessantes gesehen. Wir sind jetzt auf A und B. Der Verstärker läuft. Off. Ist immer noch okay. Auf A geht das Current Drive Lämpchen aus. Und ich habe auf dem A auch nichts auf den Lautsprecher. Allerdings in A und B habe ich auf dem A-Ausgang etwas. Für das zu analysieren, muss ich mir zuerst mal das Schema besorgen von dem Verstärker. Neue Erkenntnis. Es steht jetzt im Moment auf dem A. Ich drücke jetzt nur ein bisschen auf den Knopf. Das ist nicht so gut. Das heisst, die Front kommt wieder weg und wir müssen mal schauen, was jetzt mit dem Schalter immer noch nicht stimmt. So, wir sind wieder einen Schritt weiter. Jetzt habe ich den ganzen Verstärker wieder zerlegt und die Front auch komplett zerlegt. Und das ist unser Schalter. Wir sehen jetzt hier, wenn ich da drauf drücke, passiert da etwas, was nicht so gut ist. Ihr seht auf der anderen Seite, wenn es dann scharf wird, da und da ist die Halterung von dem Schalter angelötet. Und wenn ich oben drücke, ich hoffe man sieht es, das ist lose da unten. Ich würde jetzt mal behaupten, wenn ich das wieder richtig festmache, funktioniert das einwandfrei nachher. Also das Gehäuse von dem Schalter ist wieder angelötet. Ich weiss es nicht, ob man es im Video gut sieht. Vom Schalter, das sind da Kontakte. Die hier auch. Und da der ja nicht richtig gehabt hat, schon am Anfang, und man sieht es auch, sind die Kontakte alle nicht mehr so gut. Vor allem da sieht man so wahrscheinlich, dass der und die Lötstelle gebrochen ist. Also ich tue die alle nochmal sauber verlöten und dann bauen wir es wieder zusammen. Jetzt ist alles wieder zusammen. Schauen wir mal, was unser Lautsprecherschalter so macht. Ja, so weit, so gut. Als nächstes tun wir mal gemäß Service-Handbuch die Endstufen noch einstellen. Wir fangen an mit dem Voltage Control Amp, Idling Current. Und das ist mein Setup dazu. Voltmeter verbunden mit diesen Testpins dort. Das ist jetzt der rechte Kanal, da ist das Potentiometer dazu. Nach 5 bis 7 Sekunden müssten wir dort können 25 bis 27, 25 bis 30 Millivolt messen. Einstellen sollen wir es auf 25. Schauen wir mal. Kein Strom. So,
So ist besser. Etwas stimmt da nicht. Probieren wir es nochmal. Irgendwie hat mein Messgerät keinen Kontakt gehabt. Ich habe es jetzt etwas anders anschliessen, damit ich dann einen Kurzschluss machen auf dem Testpunkt. Aber ich messe immer noch genau das Gleiche. Schalten wir mal ein. Wir sind auf dem linken Kanal. Wir sollten haben, nach 5 Sekunden etwa 25 mV. Das ist tendenziell eher ein bisschen hoch. Wenn wir es mal so. Ja. Schauen wir noch die andere Seite. Ja, das ist ein bisschen viel. Vielleicht etwa so. Punkt 2 ist der Leerlaufstrom für die Endstufe. Der sollte 3 mV sein nach dem Einschalten, wenn das Gerät kalt ist. Kalt ist es ungefähr. Ich habe jetzt hier angeschlossen. Nebendran ist gerade das Spotti. Da. Schauen wir mal, was das anzeigt. 1,4, das ist zu wenig. Stellen wir das mal auf bei 3 mV auf. Okay. Machen wir die andere Seite noch. Machen wir noch die andere Seite. 2,5. Ein bisschen mehr. So. Dann kommt noch Verstärkung. Da brauchen wir anscheinend irgendein Eingangssignal von 150 mV AC. Wir das mal vorbereiten. Ich habe hier meinen Signalgenerator. Ich habe ihn hier angeschlossen zum Messen und habe jetzt hier 150 mV. Gut, hängen wir das an. Ich bin jetzt auf dem linken Kanal. Sie schreiben, man müsste 30 Volt haben bei maximaler Lautstärke. Jetzt haben wir 29,3. Die Einstellung ist da. Für links. Wunderbar. Machen wir das noch für den rechten Kanal. Der rechte Kanal ist einiges tiefer. Aber das können wir sicher noch einstellen. So. Der bleibt mir im Moment gerade
nicht mehr übrig, als mal einen U-Test mit Lautsprecher zu machen. So, wie es aussieht, sind wir fertig. Weitere erfolgreiche Reparatur.